Einblick in den Zugriff auf meine Wissensdatenbank über eine semantische, also nach Bedeutung ausgerichtete Suche. Ich habe jetzt gerade mein System nochmal angepasst und als zwei Technologien dahinter Qtrend als eine Vektordatenbank verwendet und das, was Qtrend mitbringt, ein Fast Embed, was meines Vektoren erstellt und abspeichert. Der Vorteil davon ist, dass das alles lokal liegt und damit keine Daten bei mir abwandern. Und ich zeige euch jetzt ganz kurz, wie der Flow ungefähr ausschaut und was du davon hast. Erstmal, warum lokal? Bisher hatte ich meine Vektordatenbank schon lokal. Vektordatenbank, dort speichere ich quasi meine Notizen aufgesplittet drin und kann darüber eine Suche starten. Das darin abzulegen, zerlegt die KI einen Text oder das, was ich in der Vektordatenbank speichern möchte, in sogenannte Vektoren und macht daraus Embeddings. Und bisher war ein Thema, dass diese Embeddings immer über OpenAI gelaufen sind und damit ein Teil meiner wichtigen Informationen immer in die Cloud abgewandert sind. Und genau das habe ich jetzt verändert, indem auch die Embeddings lokal erstellt werden und auch die komplette Vektordatenbank auf meinem Rechner läuft. Das heißt, das Speichern und Suchen dann auf dieser Wissensdatenbank, auf der Vektordatenbank, bleibt komplett auf meinem Rechner. Momentane Architekturen, wie ich das nutze. Ich habe zum einen mein Obsidian, in dem ist mein ganzes Wissen in Form von Dokumenten gespeichert. Das sind mittlerweile die 10.000 bis 15.000 Notizen. Alles Mögliche aus meinen jahrzehntelangen Erfahrungsumfeldern in verschiedenen Berufskontexten. Und ich habe gestern fast den ganzen Tag gedauert, darüber einen sogenannten Ingest laufen lassen. Das heißt, die KI ist drüber gegangen und hat alle Dokumente so zerlegt, dass ich die in Zukunft über eine Vektordatenbank viel, viel einfacher und eben nach Bedeutung suchend auch finden kann. Dafür hat die KI das Fast Embed Modell verwendet, was direkt von dem Anbieter von dieser Vektordatenbank mitkommt. Und als Anbieter für die Vektordatenbank verwende ich Qtrend. Die kann ich kostenfrei einsetzen und die läuft komplett auf meinem Rechner. Und ich nutze die Suche darüber zum einen in meiner Umgebung, mit der ich mit KI arbeite, das ist bei mir Cursor, und Cursor kann direkt auf diese Vektordatenbank zugreifen und damit immer den Kontext bereitstellen, der für die jeweilige Aufgabe notwendig ist. Und als meine Wissensmanagement-Software nutze ich Obsidian. Und in Obsidian habe ich die Suche auch erweitert, dass die immer auf meine Vektordatenbank zugreift. Das heißt also, ich habe an einer Stelle die Möglichkeit zu suchen und kann diese Stelle an verschiedenen Positionen einklinken, wo ich Suchen durchführen muss. Und hier vielleicht 5 Schritte, wie das Ganze erstellt werden kann und wie das bei mir strukturiert ist. Ich habe zum einen mein Vault, dort wo mein ganzes Wissen drin liegt, das ist in Obsidian, das ist Markdown als ein Format dahinter, was super leichtgewichtig ist und von der KI perfekt verarbeitet werden kann. Dann Qtrend als den lokalen Speicher, wo die Suche drüber läuft und wo sehr, sehr schnell nach Bedeutung gesucht werden kann. Dann Fast Embed als die Implementierung oder der Algorithmus, wie die Vektoren erzeugt werden. Und es ging von Zerlegen meiner großen Wissensdokumente in kleinere Einheiten, Chunks, daraus Vektoren zu erzeugen und das Ganze in der Qtrend-Datenbank in einer Collection abzulegen. Und jetzt in Schritt 5 kann ich momentan die Suche über meinen Cursor und über Obsidian direkt auf dieser Vektordatenbank machen. Zusätzlich habe ich das so gebaut, dass sobald ich jetzt neue Dokumente in meiner Wissensdatenbank ablege, automatisch wieder die Vektoren dafür erzeugt werden und auch wöchentlich eine Bereinigung stattfindet, wenn ich jetzt zum Beispiel Dokumente aus meinem System rauslösche und Aktualisierungen stattfinden müssen.
Das Gute an Vektordatenbanken ist, dass ich anstatt mit Schlüsselwörtern mit Bedeutung suchen kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel Fahrrad als Begriff eingebe, dann würde ich in der klassischen Suche nur alles finden, wo das Wort Fahrrad vorkommt. Wenn ich das mit einer semantischen, mit einer Bedeutungssuche mache, wird er E-Bikes finden, wird er Lastenräder finden, wird er Touren mit dem Fahrrad finden, Touren wahrscheinlich sogar mit Anziehen. Also je nachdem, was in diesem Bedeutungsumfeld eine Rolle spielt, kriege ich eine viel breitere Ergebnismenge und kann damit sehr flexibel suchen und über meine Sprache entsprechend das Ganze gesteuert suchen. Das Schöne ist, ich kann jetzt semantisch suchen und meine Daten bleiben auf meinem Rechner. Vorher hatte ich das Problem, dass teilweise die Daten in die Cloud geschickt werden mussten, um es zumindest zu vektorisieren. Und das ist jetzt ein Riesenvorteil. Ich habe das momentan selber bei mir in der Hand. Das läuft relativ flott durch. Und damit kann ich entsprechend meine komplette Suche verändern und habe die Datenhoheit wieder zurückgewonnen. Das als ein kleiner Überblick, wie so eine Architektur aussehen kann. Ich stelle im Circle jetzt auch noch ein Architekturdiagramm mit zur Verfügung und zeige euch noch ein, zwei kleine Möglichkeiten, wie ich das aktuell nutze. Und hier jetzt ein ganz kleiner Einblick in mein Obsidian. Also Obsidian ist die Software, worin ich mein komplettes Wissen speichere, und mit der gebauten Vektorsuche möchte ich auf alle Dokumente zugreifen und möglichst schnell die Informationen finden. Ich habe mir dafür ein Plugin innerhalb von dem Obsidian gebaut, was auf diese von mir erzeugte Vektordatenbank zugreifen kann. Und ich kann mittlerweile mit einem einfachen Tastenbefehl anfangen, hier die Suche zu machen. Das ist das Suchfenster. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier Kanban eingebe, dann sieht man jetzt hier sehr schnell, dass er die Suche ausführt und zum Beispiel hier die semantische Suche mit dabei hat, hier über Schlüsselwortsuche gelaufen ist und super schnell unterwegs ist und ich hier alle möglichen Dokumente, die irgendwie mit Kanban in Verbindung stehen, entsprechend suchen kann. Hier ist zum Beispiel interessant, dass er diesen Teil gefunden hat, Agile Framework, über eine semantische Suche. In dem Titel zum Beispiel steht nichts von Kanban und es kommt irgendwo in dem Dokument was vor und Kanban ist eben sehr eng mit Agilität verbunden. Ne? Und das ist der Vorteil, wenn ich eine semantische Suche mache und man sieht super schön eingebettet direkt in mein Wissenssystem und läuft jetzt die ganze Zeit darüber. Dasselbe würde passieren, wenn ich jetzt in KI eine bestimmte Aufgabe stelle und sage, hol mal bitte noch den Wissenskontext aus meinem Wissenssystem mit dazu, dann könnte er super schnell auf das Ganze zugreifen.